Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Für unsere dritte Folge über die neue Ritterwelt der 80er Jahre habe ich euch heute zwei wunderbare kleine Burgmauerteile von 1986 ausgesucht. Das legendäre Wachhaus 6067 und die Waffenkammer 6041. Im dritten Ritterjahr 1986 sind im Januar neben der neuen Falkenritterburg 6074 das Wachhaus und die Waffenkammer herausgekommen. Alle Gebäude von 86 haben die neuen Eckwandelemente, es gibt die seltenen bedruckten Fachwerkwände, die traditionellen alten 45-Grad-Dächer werden wieder verwendet und wir haben viele neue rechteckige Flaggen in verschiedenen Sets. Zuerst schauen wir uns den Waffenladen 6041 an. Ich habe ihn nur selbst nachgebaut und mir fehlen einige Teile, die ich unauffällig ersetzt habe. Der Baukasten besteht aus 104 Teilen, es sind 2 Figuren dabei, ein Pferd und 11 Werkzeuge. Es ist eine schöne kleine Mauerergänzung, die man mit den anderen kleinen Gebäudesets oder mit den großen Burgen gut kombinieren kann. Das Gebäude steht auf einer normalen grünen 6x12 Platte. Auf beiden Seiten sind 2 schöne schmale Rundbogenfenster mit seitlichen Säulen aus Rundsteinen. An den Seiten gibt es die Technikstecker, um die Mauerteile zu verbinden. An der Hinterseite sehen wir die 2 Mauerelemente, aus denen dieses Teil gebaut ist. Beim Wehrgang gibt es keine der sonst üblichen schwarzen Schrägsteine. Er hat an 3 Seiten Zinnen und vorne gibt es 2 Lagen Dachsteine. Bei allen 3 Burgensets von 86 sind die Dächer mit den 45 Grad Dachsteinen eingedeckt. Diese Dachsteine wurden schon 58 mit den Röhrensteinen eingeführt, damals noch aus Zelluloseacetat. Seit 83 gibt es den langen 2x8 45 Grad Dachstein, der bei der Waffenkammer vorne am Dach als Querträger eingebaut ist. In der Waffenkammer steht ein schwarzer Waffenständer, der aus 4 schwarzen Scheinwerfersteinen und 2 langen 1x8 Fliesen gebaut ist. Als Helmständer wird ein blauer und ein roter Kelch verwendet, ich habe überhaupt keinen davon. Die Helmfedern sind bei diesem Set alle blau. Im Waffenladen drinnen steht noch ein gelber 2x2 Rundstein als Hocker. Den Waffenständer kann man auch gut in das Gebäude hineinstellen. Es sind 2 Ritterfiguren mit Brustpanzer dabei. Die blaue Ritterfigur hat einen roten Umhang und einen schwarzen Helm. An der Turnierlanze hängt eine neue rechteckige Flagge mit dem Aufdruck von einem Löwenritterwappen. Für das weiße Pferd mit dem blauen Sattel ist auch ein 1x2 Stein und eine Platte dabei, die man in den Pferderücken einsetzen kann. Der Ritter mit dem schwarzen Helm trägt zwar das Löwenritterschild, von der Farbgebung ist er aber eher ein Falkenritter und kann den Falkenschild aus der Waffenkammer nehmen. Die rote Figur hat lange braune Haare von 83, die mir hier leider fehlen. Die zweite Figur ist entweder ein Waffenverkäufer, die Figur trägt jedenfalls einen Brustpanzer und wird mit dem Helm aus der Waffenkammer zu einem zweiten Ritter. Allerdings gibt es keine zweite Turnierlanze und kein zweites Pferd. Im Grunde sind bei dieser Waffenkammer aber ein vollwertiger Löwenritter und ein vollwertiger Falkenritter dabei. Daneben gibt es noch einen Kinnhelm und Pfeil und Bogen als vollständige Ausrüstung für einen Bogenschützen. Es sind alle Waffenarten dabei, die es gibt, es fehlt nur das Rundschild und der Nasalhelm. Das Schwert ist 2-mal dabei. Die Waffenkammer ist ein kleines Mauerteil, das man mit den seitlichen Steckverbindern mit den anderen Mauerteilen gut verbinden kann.
Thematisch passt besonders gut die Schmiede von 84 dazu. Und auf der anderen Seite stecken wir das Wachhaus von 86 an, das wir uns jetzt gleich anschauen werden. So wird die Waffenkammer ein Teil von der Burgmauer oder von einer Stadtmauer, in der ein Handwerksbetrieb, ein Laden und ein Wirtshaus eingebaut ist. Das zweite kleine Gebäude, das ich für das heutige Video ausgewählt habe, ist das Wachhaus 6067 aus 232 Teilen. Das legendäre kleine Set wurde 2001 in der Legends-Reihe nochmals mit den identischen Teilen mit der ikonischen Artikelnummer 10.000 neu herausgebracht. Allerdings in einer schwarz-weißen Verpackung, damit es keine Verwechslungsgefahr mit dem Original gibt. Ganz charakteristisch für 86 sind die seltenen mit Fachwerk bedruckten Wandelemente. In Verbindung mit den traditionellen 45 Grad Dachsteinen und heraußen hängt die neue Flagge. Zwar hat Lego schon 78 und 80 schöne gebaute Fachwerkhäuser in den Vitabix Doppelstraßenplatten Werbesets herausgebracht, wie im Volksfest 1592, das der Designer der Gelben Burg Daniel August Krenz entworfen hat und das viele Burgenfans wegen der gelben Stadtmauer und den Löwenrittern zur Burgenwelt dazuzählen. Das Wachhaus oder das bewachte Wirtshaus sieht man meistens nur von der Rückseite oder von der Vorderseite. Es wird dargestellt als alleinstehendes Wirtshaus, der fahrende Ritter macht Halt, die Wache nimmt ihm die Waffen ab und hilft ihm vom Pferd. Die Wirtin kommt aus dem Haus heraus und reicht dem durstigen Ritter ein Willkommensgetränk. Wenn man das Gebäude aber auf die linke Seite dreht, dann schaut es plötzlich ganz anders aus. Es ist auf einmal eine lange Burg- und Stadtmauer, an die eine Wachstube und ein Wachturm angebaut ist. Man kann weitere Mauersets oder Burgen anstecken und bekommt so eine große Stadtmauer oder Verteidigungsanlage einer Burg. Das rote Fachwerkwachhaus oder bewachte Wirtshaus hat ganz eigenartig einen Wachturm in das Dach eingebaut. Der Wachturm würde eigentlich in die angrenzende Burgmauer hineingehören. Zwischen der Mauer und dem Haus gibt es einen überdachten Unterstand, der als Stall für das Pferd verwendet werden kann. Das Gebäude ist zwar hinten offen und gut bespielbar, aber trotzdem kann man zusätzlich noch die vordere Giebelfront aufklappen. So kann man das Gebäude von beiden Seiten gleichzeitig bespielen, was eigentlich überhaupt nicht nötig wäre. Im Wachturm auf dem Dach hat der Bogenschütze seine Stellung. Am Wehrgang steht eine zweite Wache. Am Kamin hängt das Wirtshausschild, an der Funkantenne mit einem silbernen Kelch. Der goldene Kelch und die Weintraube sind bei meinem Schild schon vollkommen ausgebleicht. Ein Clip ist abgebrochen, aber der zweite macht auch noch seinen Dienst. Dieses kaputte Schild habe ich mir um 4,50 € gekauft. Zwischen Haus und Burgmauer ist ein Durchgang, den man als Pferdestall verwenden kann. An beiden Enden der Mauer gibt es 2 Werkzeughalter, wo man die Waffen aufhängen kann. An der Vorderseite steht hinter dem Kamin das einzelne, gerade, teurere rote Wandelement mit dem Fachwerkaufdruck. Dann kommt eine blaue Garagentür von 76. Der Torbogen ist aus Schrägsteinen gebaut, weil er ungerade 5 Noppen breit ist. Die ganze Vorderfront kann man aufklappen. Drinnen sehen wir links den Kamin mit einem 1x3-Bogen und rechts einen Tisch und einen Hocker, die aus gelben 2x2 Steinen gebaut sind, mit einer 4x4 Noppen großen Tischplatte. Die rechte Hausseite besteht aus 2 bedruckten roten Eckwandelementen. Dazwischen ist ein schmales Fenster mit einem schwarzen 1x3-Rundbogen eingebaut. Das Gewölbe vom Innenraum und vom Stall besteht aus schwarzen 1x5x4 Halbbögen, genauso wie sie bei den Waldleuten als Baumäste verwendet werden.
Der Wachturm ist statt in der Burgmauer auf dem Hausdach aufgebaut. Von oben sehen wir genau, wie man die Giebelfront an den 2 Scharnieren am Schornstein aufklappen kann. Und das Wirtshausschild hat dabei genau zwischen dem Stall und der Mauer Platz. Hier sehen wir die Innenseite der Scharniere und der Fortsatz vom Wandelement ragt oben aus der Wand heraus. Vom Wachhaus gibt es verschiedene Fotos. Je nach Format kann man die rot-gelben Flaggen auf der Burgmauer oder auf dem Wachturm aufstecken. Laut Bauanleitung steckt man auf die Ecken nur die grünen Stängel als Gras. Es sind aber 3x3 Blütenblätter in 3 verschiedenen Farben dabei. Deshalb stecken wir natürlich überall die Blüten auf die Sträuße, wie man es auch auf den Fotos von der Verpackung und der Bauanleitung sieht. Der 3. Blumenstrauß steht im Innenraum auf dem Wirtshaustisch. Unten an der schwarzen Säule vom Stall gibt es einen Scheinwerferstein, in dem ein Falkenritterschild eingesteckt ist. Das hat hier sicher der Gast aufgehängt. Ich finde nämlich, dass der blaue Ritter mit dem schwarzen Helm eigentlich ein Falkenritter und kein Löwenritter ist. Beim Set sind 4 Figuren dabei. Zum Falkenritter gehört noch ein schwarzer Umhang. Die Figur kostet ungefähr 8 Euro. Genauso viel kostet allein die rote Haube der Wirtin. Für die ganze Figur muss man 12 Euro rechnen. Dann ist noch eine Wache und ein Bogenschütze dabei. In der Bauanleitung sieht man den Bogenschützen auch mit einem schwarzen Helm. Die gesuchte rote Spitzhaube der Wirtin kommt auch in 4 anderen Burgensets vor, darunter auch beim Burgfräulein vom neuen Spukschloss 6081 von 1990. Zwischen diesen 2 Figuren sind wieder 4 Jahre Entwicklung dazwischen. Zum blauen Ritter gehört ein schwarzer Umhang, der nicht so selten ist wie der braune Schurz vom Schmied. Mir fehlen bei den Umhängen überall die richtigen Farben. Genauso fehlt mir ein blauer Kelch. Ich habe stattdessen hier einen gelben. Die schwarze Bratpfanne gibt es auch schon seit einigen Jahren bei den Wochenendhäusern. Es sind 9 Waffen von allen Typen dabei, die es gibt. Wir haben 5 alte graue Wandelemente. Eines hat eine Bedruckung mit einem Fensterrahmen aus Steinen und dann gibt es noch die 3 seltenen bedruckten roten Fachwerkteile. Das flache ist mit 10 Euro das teurere, die Eckelemente kann man auch schon um 5 Euro bekommen. Das teuerste Teil im Set ist das Wirtshausschild. Es ist in akzeptablem Zustand nicht unter 20 Euro zu bekommen. So ein kaputtes und ausgebleichtes Teil, wie ich es gekauft habe, kostet 4,50 Euro. Wenn ein Clip in Ordnung ist, kann man es eigentlich noch gut verwenden. Und ein kleiner Hauch vom Original ist doch besser als eine normale schwarze Flagge ganz ohne Aufdruck. Ihr seht, dass diese seltenen gesuchten Spezialteile alle zusammen nur um die 50 Euro kosten. Ab 80 Euro findet man schon ein vollständiges Set. Wir bauen jetzt das Set gemeinsam auf. Aber nicht nach der Bauanleitung, sondern ich zeige euch die verschiedenen Gebäudeteile, aus denen das Wachhaus besteht. Zuerst beginnen wir mit der Burgmauer aus den 5 Wandelementen. Mit den Technikverbindern an der Seite. Unten gibt es nur schmale, grüne 1x8 Platten. Als Mauerelementverbinder kommen oben die üblichen schwarzen umgekehrten Schrägsteine hin. Links und rechts 2 Säulen aus 1x2 Steinen mit 2 versetzten Werkzeughaltern für die Waffen. An die Innenseite kommen 2 Schwerter, links die Hellebarde und rechts kann der Gast seine Turnierlanze einhängen. Die oberen Fortsätze an den Wandelementen füllen wir mit schmalen Platten auf und setzen vorne 2 2x10 Platten für den Wehrgang auf.
Auf der ganzen Länge des Wehrganges bauen wir eine Brüstung aus Zinnen auf. Und damit ist die Burgmauer auch schon fertig. An die 2x2 Steine hängen wir unten die Grundfläche für das Wachhaus ein, die wir aus einer 6x16 und einer 2x16 Platte zusammensetzen. Unter den Kamin kommt das erste Scharnier hinein. Dahinter kommt das 5. graue Mauerelement als Zwischenwand zum Stall. Den Kamin bauen wir aus einem kleinen grauen 1x3 Rundbogen und 2 schmalen 2x1x3 75 Grad Schrägsteinen. Ganz hinten bauen wir eine Säule mit dem schwarzen Scheinwerferstein als Halter für den Falkenritterschild und den ersten schwarzen 1x5x4 Halbbogen als Gewölbe für den Stall. Den Stall decken wir mit einer grauen 6x8 Platte ab. Das Dach vom Pferdestall ist gleichzeitig eine breite Terrasse für den Wehrgang, die wir vorne und hinten mit einer Reihe Zinnen auf 2 Lagen Platten abgrenzen. Nach dem Stall kommt jetzt die Vorderseite des Hauses dran. Auf eine schmale schwarze 1x6 Platte stecken wir das seltene rote flache Fachwerkwandelement an das Scharnier an, mit dem man die Vorderwand aufklappen kann. An der oberen Einsparung des Wandelementes kommt das zweite Scharnier hin und vorne an den Kamin der graue Scheinwerferstein mit der grauen Funkantenne und der schwarzen bedruckten Flagge mit dem Wirtshausschild. Die Funkantenne müssen wir ganz in den Stein hineinstecken, damit das Wirtshausschild beim Aufklappen nicht an die Burgmauer stößt. Man darf die Funkantenne aber auch nicht zu weit hineinstecken, weil man sonst die Wand nicht mehr ganz zuklappen kann. Rechts stellen wir eine schwarze Säule auf mit dem Scharnier für die blaue Garagentür. Die Tür ist nur 3 Noppen breit, deshalb müssen wir den Türbogen mit 2 schmalen umgekehrten Schrägsteinen bauen. Darauf kommt ein 1x8 Balken, der die ganze Vorderwand oben zusammenhält. Wir können jetzt den Kamin fertig bauen aus 4 grauen 2x2 Grundsteinen und oben noch 4 schwarzen 1x1 Rundsteinen. In den Giebel bauen wir ein kleines Rundbogenfenster mit einem zweiten schwarzen Türscharnier und einem kleinen gelben Fensterladen und darüber ein kleiner 1x3 Rundbogen. Auf den Giebel kommt ein schmales Vordach aus einfachen schwarzen 2x2 Dachsteinen und an die Spitze setzen wir einen 2x2 Firststein. Das ist jetzt schon die schöne Ansicht vom Haus, aber erst die Vorderwand zum Aufklappen. Im Wirtshaus sehen wir hinten links den Kamin als Kochstelle. In die Mitte bauen wir aus 3 einfachen gelben 2x2 Steinen eine Einrichtung aus einem Hocker und einem gelben Tisch mit einer 4x4 Tischplatte. Darauf kommt ein Strauß Blumen und es würde auch der graue Kelch darauf gehören. Bei der linken Seitenwand bauen wir auf eine grüne 2x8 Platte einen schwarzen Mittelteil mit einem zweiten schmalen Rundbogenfenster wie am Giebel mit dem dritten schwarzen Scharnierstein und einem zweiten gelben Fensterladen. Links und rechts kommen die 2 neuen Eckwandelemente in der seltenen roten Farbe mit der Fachwerkbedruckung. Das schmale Zwischenfenster schließen wir oben mit einem kleinen schwarzen 1x3 Rundbogen ab. Laut Bauanleitung kommen wie gesagt an die Ecken nur die Stängel der Blüten als Gras, es sind aber genügend Blütenblätter dabei und deshalb setzen wir die blühenden Blumensträuße ein, obwohl die Blütenblätter an die Wand angehen und die Sträuße von der Ecknoppe leicht abfallen können. Die Seitenwand stecken wir fest an die Grundplatte und von unten sehen wir, dass die schwarze Grundplatte für den Innenboden gedacht ist und die Außenkanten an 3 Seiten sind mit schmalen grünen Platten verkleidet.
Über den Innenraum bauen wir aus 3 weiteren schwarzen 1x5x4 Halbbögen ein Gewölbe, das wir oben mit einer schwarzen 4x4 Platte zusammenhalten. Das Dach beginnt über der Seitenwand mit einem flachen Vordach aus 2 schwarzen 3x3 33 Grad Dachsteinen. Darauf setzen wir schon den ersten von den 7 langen 2x8 45 Grad Dachsteinen. Links und rechts kommen 2 2x3 Dachsteine und dazwischen ein kleines gelbes Dachfenster, das wir jetzt erstmals mit 2 gelben umgedrehten Scheinwerfersteinen bauen, von denen man außen nur die quadratische Rückseite sieht. Diese neue Bautechnik bedeutet, dass jetzt endgültig das Ende der alten Stadtplanfenster der 50er Jahre gekommen ist, die sonst immer gerne für solche Zwecke verwendet wurden. Die gelben Fenster bilden eine kleine Dachgaube, die wir mit einem Anschlussstein abdecken. Die linke Dachhälfte ziehen wir ganz einfach mit den langen 2x8 Dachsteinen hoch. Am First kommt in der Mitte die Unterlage für den Wachturm, vorne und hinten nur noch 2 kleine 2x2 Dachsteine und ein schmaler 1x2 Firststein. Auf den schmalen umgekehrten Schrägsteinen und dem grauen 2x4 Grundstein kommt die Grundfläche vom Wachturm auf einer grauen 6x6 Platte mit einem Zinnenkranz. Die Wachtürme sind immer die Stellungen der Bodenschützen mit den Kinnhelmen und auf eine Eckzinne stecken wir die schwarze Funkantenne mit den rot-gelben Flaggen in den Farben der Löwenritter. Damit haben wir das Wachhaus gemeinsam aufgebaut mit dem Wachturm, der Burgmauer mit dem Wehrgang und dem Gasthaus mit dem Wirtshausschild und dem markanten Kamin, die blaue Eingangstür und die ganze Vorderfront zum Aufklappen, obwohl das Gebäude auch ganz gut von hinten bespielbar ist. An der Mittelsäule am Stall stecken wir in den Scheinwerferstein noch das Falkenritterschild. Das Gebäude ist gleichzeitig ein Gasthaus und ein Wachposten. Die vordere Seitenfront zum Aufklappen ist eine nette Spielerei, die gut funktioniert, aber sie ist absolut unnötig, weil man das Set auch gut von hinten bespielen und betrachten kann. Der Ritter ist eigentlich ein Falkenritter, es ist genauso wie bei der Waffenkammer ein Löwenrittergebäude mit einem Falkenritter dabei und es ist im Grunde ein Mauerteil, das man mit anderen Mauerteilen und mit den Burgen zu einer langen Wehrmauer verbinden kann. Zum Schluss zeige ich euch noch das kleine, nette Set 6034 mit dem Schlossgeist. Es war bei den Sets dabei, die mir Patrick geliehen hat. Die Bauanleitung ist wie bei allen kleinen Sets ein einfaches Faltblatt, das man sehr klein zusammenfalten kann. Es ist eine neue Packung von 1990, die uns zeigt, wie die Ritter weiterentwickelt wurden. Das Set hat sehr viele neue Teile. Es beginnt jetzt die Zeit der schwarzen Ritter mit dem Drachenwappen und mit dem Spukschloss haben wir schon die ersten Ansätze der Fantasy-Ära. Das Set besteht aus 36 Teilen. Der kleine Turm ist auf einer grünen 6x6 Grundplatte aufgebaut mit 2 schwarzen Eckwandelementen und vorne hat er auf den alten Scharniersteinen von 73 die neuen Rundtorflügel von 89. Ganz neu war 1990 das nette kleine Gespenst mit einem schwarzen Kopf, damit man die Augenschlitze gut sieht, einem weißen Oberkörper und einem schmalen Rock aus einem weißen 1x2 Stein und einer Platte. Das Gespenst leuchtet im Dunkeln. Wir können jetzt das Licht ausmachen und sehen jetzt das gruselige neongrüne Leuchten. Wir machen die Torflügel zu und können das Gespenst im Turm erscheinen lassen. Für mich ist das immer ein letzter Gruß, wenn ich im Keller das Licht ausschalte und die leuchtenden Gespenster in den Vitrinen grüßen mich dann noch beim Hinausgehen.
Eine zweite neue Figur ist der Vogel als Papagei aus der Piratenwelt von 89. In diesem Fall ist es wahrscheinlich ein grauer Falke. Ganz neu gestaltet sind auch die Ritterrüstungen. Die schwarzen Ritter haben ein vollkommen neues Drachenwappen. Der Helm bekommt wieder ein Visier zum Aufklappen, noch mit dem alten Federbusch. Wie bei den alten Rittern von 78 ist das Visier auf einen normalen Motorradhelm aufgesetzt. Und am Körper trägt der Ritter einen vollkommen neuen Panzer, der auf allen Seiten an den Hüften und Schultern wunderbar schön geformt ist. Es sind 2 dunkelgraue Turnierlanzen mit Flaggen dabei und ein weißes Pferd. Der Sattel hat jetzt 2 Clips auf beiden Seiten. Die neue bedruckte Schabracke hat es schon 1988 gegeben, wir haben sie schon im Katapult-Set gesehen. So schauen die neuen Turnierritter aus, die es seit 1990 gibt. Zuerst noch mit den alten Federn am Helm, 92 gibt es dann eine neue Helmzier mit einem Greif an der Oberseite und an den Seiten kann man am Visiergelenk noch 2 kleine Flügel befestigen, die am selben Spritzgrad vorhanden waren. Das hier ist der Gegenspieler aus dem Ritterturnier 6095 von 2000. Und bei diesem Ritter möchte ich die schönen Bedruckungen an der Figur und am Panzer zeigen. Er stammt wohl aus 2012. Die Jüngeren unter euch können sich vielleicht noch daran erinnern, dass 2016 einmal eine Zeit war, wo es überhaupt keine Ritter gab. Da spielten die Nexo-Knights kurz die Rolle der Ritter und Burgen. Diese Einzelfiguren habe ich für meine Minifigurensammlung zusammengetragen. Dort habe ich in der unteren Abteilung einen kleinen Überblick über die Ritterwelt zusammengestellt. Im Hintergrund habe ich die Turniertribünen aus den Jahren 79, 2000 und 2012 eingebaut. Man sieht dabei die großen Sprünge in der Entwicklung der Minifiguren mit den schönen Bedruckungen, den verchromten Waffen und den realistischen Umhängen. Zur Ritterwelt von 1990 gibt es auch ein schönes Ideenbuch, ganz ähnlich wie das 6000 von 1980, das viele schöne Dioramen und Bauideen zur alten Ritterwelt gezeigt hat. Genauso kann man im neuen Ideenbuch 260 von 1990 viele schöne Bilder und Bauideen zur neuen Ritterwelt finden, mit Bauplänen zu den Waldleuten und zu den Rittern, mit einer schönen Kutsche und einer interessanten Dorfschmiede, allerdings ist sie auf der extrem seltenen Grundplatte gebaut. Damit schließen wir das heutige Video über die neue Ritterwelt ab. Die 2 Waldleute-Sets, die ich schon mehrmals im Hintergrund gezeigt habe, müssen wir auf den nächsten Freitag verschieben. Bis dahin bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!